Willkommen zurück zu Tales of Berseria. Beim letzten Mal sind wir hier in diesem Kontinent angekommen. Wenn ich jetzt wüsste, wo das jetzt war, hier. Hier, irgendwo auf diesem Kontinent. So. Ich habe vergessen, wie er heißt. Verdammt, egal. Ja, und haben jetzt hier so einen relativ offenen grünen Bereich, den ich mir jetzt einmal angucken kann. Zu schauen, was haben wir denn hier? Und dann mal schauen. Ich sehe auch gerade unten rechts haben wir ein Symbol für unsere Schiffsexpedition. Und jetzt gar nicht mehr weiß, wie ich das Menü öffne, aber ja, können wir gucken, was das Schiff irgendwie zurückgebracht hat. Das ist die falsche Taste. Das ist die Taste. Eine Kalzitweste. Die hatten wir aber auch im Vorgänger auch schon, ne? Kalzit kommt mir irgendwie bekannt vor. Lass mal schauen, wenn ich jetzt nicht hier. Hier vielleicht Expedition. Take a look at this. Okay. Thunfisch und Sojasauce. Lecker. Das Gebiet erneut erforschen. Lehmann Meer. Ja, klar, warum nicht, ne? Was anderes haben wir ja nicht. Gut. Kann das Schiff mal on Tour gehen. Und ich schau mal, was wir sonst so finden. Kleine möchtegern Chocobos. Axtschnabel. Meinetwegen auch das. Jo, alles klar. Raster aus. Ist in Ordnung. Wenn schon, denn schon, ne? So, das kann ich auch. Ausrasten. Läuft. Okay. Lass ich sie nicht mal ausreden hier. Sollte ich eigentlich mal hin und wieder, ne? Manchmal erzählen die da auch, ne? Witzige Sachen. Manchmal. Irgendwann wiederholt es sich, klar, aber so an sich halt. Da ist ja noch eine Schlange. Das ist jetzt die letzte Schlange. Ach, die Wölfe auch noch? Ja, natürlich, warum auch nicht? Zwischendurch war es gerade ein bisschen knapp, weil ich einmal fast alles an Lebenspunkten verloren habe. Aber wir kriegen das hin. Okay. So, hat gegessen. Ach, wirklich? Wusste ich. So, was haben wir hier denn alles Schönes? Mal abseits von diversen 100.000 Millionen 30 neuen Gegnern. Hier ist so ein komischer Affe. Ohne Waffe. Na komm, hau ihn um. Natürlich fängt er zum Ende seines Moves dann auch nochmal seine Münze wieder auf. Er hat so weit hochgeschmissen. Weit hochgeschmissen? Meine Güte, Mammut, dein Deutsch ging. Come on, really? Really. So. Man braucht jetzt natürlich alles Essen, was ich jedes Mal hier mache, aber macht gleichzeitig, glaube ich, auch nochmal unser Kochskill besser. Ich weiß ja nicht, wo ich hin will. Nicht unbedingt in den Kampf. Aber läuft. Ja, komm. Schon später. Das sage ich auch immer jeden. Wenn du weiterleben willst, geh mir aus dem Weg. So, ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Keine Ahnung, wo es mich hier hinführt. Kann mal gucken. Okay, hier muss ich auf jeden Fall hin. Weil da hinten ist ein Sternchen. Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Und hier haben wir
eine Sackgasse letztendlich irgendwie. Okay. Dann kann man mal gucken. Hier ist eine Katzkiste. Keine Schatzkiste, ist eine Katzkiste. Oh nein, ich brauche mehr. Nein, ich habe nicht genug. Nein. Sauerei. Ich habe einfach nicht genug. Das heißt, ich musste wiederkommen und mir das merken, dass hier was ist. Dann denkst du, du hast schon viel. Was konnte ich hier prüfen? Achso, was einsammeln. Achso. Na gut. I'll be back. Irgendwann. Wenn ich dran denke. So, dann mache ich hier weiter. Um hier in die Hauptstadt zu kommen, ne? Wir wollten ja Richtung Hauptstadt. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wow. Those walls. They're so huge. That's Logris, the capital of the Empire. They keep demons out by enclosing the city within a great wall. Humanity has achieved great things on the backs of slave Malakim. Why the surprise, Laphicet? You've been here before, right? I have. But back then, I was not who I am now. I see. Tethered Malakim aren't even allowed the freedom to observe their surroundings. We'll soon lose such freedom ourselves. Huh? We've reached the heart of the Empire and of the Abbey. Soldiers and exorcists are stationed all around. This is no place for a collection of villains like us. I'm not looking for a place. All I need to find is Artorias. That's it. Na dann, auf. Ob du den findest? Vielleicht. Ob du mit dem abrechnen kannst? Mal gucken. Das kann. Achso, weil sie von hinten jetzt kam, oder was? Nein, ich wollte den Affen. Nein. Okay. Kannst nichts machen, ist halt so, wie es ist. Da dachtest du, ne? Hast du irgendwie das Ziel gewechselt? Ist nicht. So. Oh, das war ein riskantes Treffen, weil die sich... Es war doch so, wenn mehrere sich quasi versammeln, dass dann quasi so ein schwarzer Untergrund entsteht, in Anführungszeichen. Oh ne, das ist jetzt tatsächlich von hinten. Dass die sich quasi verbünden, gemeinsam angreifen, irgendwie sowas war doch da. Und je mehr Gegner du auf einmal hast, desto höher ist dann halt die Belohnung und. Es hat auf jeden Fall irgendeinen Vorteil gehabt, wenn du Gegner zusammensammelst. Also, ein Vor- und Nachteil. Gegner werden stärker und gleichzeitig halt auch irgendwas anderes, als er dadurch profitiert. Was für denn das hier? Achso. Ich wollte auch in das Leuchteding reinlaufen. Well then, let's move on. So. Hier die zwei Supersoldaten hier. Was macht ihr hier? Die Galais-Seestraße liegt in dieser Richtung, aber es ist gefährlich dort. Jetzt sind doch gerade Exorzisten unterwegs, die nach einer verschollenen Karawane suchen. Okay. Das sollte ich da vielleicht jetzt erstmal noch nicht lang. Okay. Oh, guck mal, ganz viele Seelen und eine Kiste. Das sage ich doch nicht nein. Ein Erdring. So, das hatte ich ja noch nie. Ich lüge auch noch ein bisschen. So, dann hier vorne mal die Ecke auskundschaften. Schauen, was es hier zu schauen gibt. Zum Beispiel noch eine Kiste hier. Jetzt habe ich, glaube ich, fast genug, um die Katzkiste theoretisch zu öffnen. Aber ich werde jetzt nicht sofort dahin zurückgehen. Stattdessen will ich einmal gucken, wo es hier hingehen würde. Jetzt müsste ich so viel haben, dass ich die öffnen kann. Aha. Und hier ist einfach nur so ein Soldatenlager. Es gab schlimme Stürme und Erdverschiebungen in den Ebenen von Aldina.
Die Abtei hat das Reisen in diesem Gebiet eingeschränkt. Aber es gibt dort Siedlungen mit Pionieren. Ohne den Handel wären die Menschen dort. Es hat keinen Sinn, viele Leben aufs Spiel zu setzen, um wenige zu retten. Vertraut auf die Weisheit der Abtei. Nun gut, vermutlich ist das die richtige Vorgehensweise. Okay. Also einfach ein Gebiet für später. Verstehe. Man will ja mal gucken, ne? Ja. Die Wölfe wieder, weißt du? Da. Gefährliches Treffen. Nicht riskantes, sondern gefährliches Treffen. Die hatten quasi ja auch so einen schwarzen Untergrund, so einen Schatten oder sowas unter sich. Wahrscheinlich, weil die sie mit den Wölfen zusammengetan haben. Vielleicht kommen die Wölfe gleich im Anschluss nach den Affen. Wie genau da die Belohnungsverbesserungen dann aussehen, keine Ahnung. Ich gucke mir die Belohnung im Einzelnen ja auch nie an. So. Genau, ganz schön viele Wölfe, oder? Kommt mir jetzt nur so vor. Wo ist er? Weg. Das Vogelding war es. Ich habe das Vogelding nicht wahrgenommen. So überhaupt und gar nicht. So. Und sagen wir mal guten Tag. Wer hier rein? Klopf, klopf. An inspection. They won't inspect everyone. Just act natural. Your face is all stiff. I know. Das mit den rosa Wänkchen. Er kann ja nicht mal irgendwen sehen mit diesem komischen Helm. You, in the black coat. Show me your documentation. Well? Your travel permit from the Abbey, where is it? Foolish girl, how many times have I told you? A magician's apprentice must wear a pleasant grin. Magician? Verily, I present to you the traveling troupe of mischievous misfits known across the land as Magilou's Menagerie. Entertainment for the ceremony? Why, yes, indeed we are, my dear. Please pardon my uncouth apprentice. Girl, allay the good man's fears and show him the dove trick you've spent all these weeks on. Go to... Huh? Oh, sorry, mistress. I forgot to prepare. You pathetic little shirker! A proper performer is perpetually prepared! It's fine. Doves flying around would be a nuisance. No, this will not do. If you cannot summon a dove, then act like one. Act like a dove. Cool. Remember, Magilou's Menagerie manufactures mirth. That was just a small sample for the good citizenry of Logris. Hey, you can't advertise here! Move along! As you say. That was a fine ploy, Magilou. Well, don't expect tricks like that every day. Coo. Oh, that murderous gaze! Coo. Those doves were amazing. Just a crude trick. If anything, it just shows the capital's defenses are pathetic. More like it shows how much confidence they have in those defenses. How many soldiers are here, Laphicet? The number of exorcists in the capital? At least 1,000. And 2 divisions of guards.
I'd expect no less from the capital. They're not careless. They're covered. We need transit documents. See how the citizens smile? To think they were fleeing from demons just a few years ago. To hold an observance of this scale shows just how much peace their power has brought. A piece paid for with Loffies. Velvet? Tja. Wir sind mitten in Logos, der Hauptstadt. Na, das wird ja bestimmt lustig. So. Fand ich aber schön, wie peinlich ihr quasi das Taubengegurre war. Es war ihm peinlich, der fand ich voll toll. Nein, aber so von der Gestik, Mimik her. So. Hallo. Ich hätte wahrscheinlich eh nicht reagiert. Prince Percival is the one ruling Midgand. He's the crown prince. The Crown Prince. What happened to the king? The king is in good health, but he's decided to withdraw from public life and leave the kingdom to Prince Percival. He declared that a new way of thinking was needed to save the world from this crisis. This king sounds like quite the guy. Prince Percival is incredible too. He's following in the footsteps of the king by working hand in hand with Lord Artorias and the Abbey. As long as we have Lord Artorias and Prince Percival, the future of Midgand is bright. Ask anyone. Got it. So all of Midgand is on Artorias' side. Mhm. Wer weiß, nachher hat dem König jemand noch irgendwie was zugeflüstert, sondern macht er so, ja, lass mal deinen Sohn irgendwas machen. Mhm. Ihr seid schon alt, ihr könnt es gar nicht mehr. The Abbey's job is getting harder and harder. We've all got to give them our full support. Let's backtrack a bit. Just what sort of organization is this Abbey? You're kidding me. How do you not even know that? The Abbey is part of Midgand's Church of the Empyreans. Originally, it was an order of paladins and warrior priests devoted to exorcising evil. Yeah. The Abbey's official name is the Exorcist Abbey of the Church of Midgand. Nowadays, its members are all called exorcists. I'm impressed. You've done your research. So basically, they're just one branch of the church, right? For a side branch, they don't really strike me as humble. Of course not. The High Priest entrusted all his power to the Abbey's leader, Lord Artorias. He's effectively retired. So the Abbey's leader is at the top of the entire church. That's not all. The prince also gave Lord Artorias authority over all military and government affairs during the crisis. Lord Artorias commands Midgand now, and has formed a new theocracy to combat the demon blight. And that is the origin of the Holy Midgand Empire. The Abbey is its foundation, and its ray of hope. Wow, okay, got it. The Abbey's a big deal. Yep. Das habe ich auch schon vor mir gekriegt, dass die Abi so, die Abtei halt so ein großes Ding ist. War ja nicht so überhören, übersehen, wie auch immer. Aber hier halt nochmal als Bestätigung von den anderen Mitgliedern dieser Stadt. So, ja, ne, die Abtei ist uns das Wichtigste, so nach dem Motto. Oh, da hinten ist noch ein Glitzer. Glitzer. Noch mehr Kupfermünzen. Toll. So. Vorne ist ein Speicherpunkt. Was haben wir denn hier? Gasthaus, ja. Und da. Kostet 100 Geld. Ne, zu Hause ist billiger. Oh, guck mal. Glitzer. Und Seele. Hier in so ein Gasthaus gucke ich auch zu selten rein, ob da irgendwas rumliegt zum Einsammeln. Aber es sind halt auch immer so Orte, da vermute ich das immer nicht. So, speichern wir mal. Ist vielleicht nicht so verkehrt. So. Ist das da oben jemand Wichtiges? Wir exerzieren gerade für eine Parade, die im Rahmen der Zeremonie abgehalten werden soll. Ihr könnt gerne zusehen, solange ihr Abstand haltet. Ja, dann gehe ich mitten rein. Ach nee. Okay. So, was ist hier los? Warum kann ich hier nicht durch?
Kehrt der Zugang zu diesem Bereich ist verboten, während die Vorbereitungen für die Zeremonie laufen. Achso, jetzt ist die Zeremonie wieder schuld, ja? Kann man nicht mitten durchlaufen, das ist ja nett. Gut mitgedacht. So. Hey, da hinten ist eine Kiste. Hinfort! Der Prätor ist gerade dabei, die Soldaten beim Exerzieren zu beobachten. Oder wolltet ihr vielleicht zum Prätor? Möglich. Eigentlich wollte ich nur zur Kiste. Hallo, Shopbesitzer. So, hast du was Interessantes? Ich bin mal Fan von Mehr Schaden ist mehr Schaden. Aber eigentlich finden wir halt auch sehr viel einfach in der Wildnis, ne? Das hier wäre tatsächlich noch interessant. Das nehmen wir. Davon haben wir 3 Stück, die können wir den Leuten anziehen. Okay. So, also du, Bernsteinmontur. Und die anderen kriegen diese Bernsteinstiefel. Ach, die haben sie ja. Ach, waren das, die jetzt der Händler hat, einfach nochmal bessere als die hier. Okay. Na gut. Hier ist eine Kiste, nehme ich mit. Oder den Inhalt. Zack. Nur um zu schauen, was hier oben vielleicht noch so ist. Hier oben ist Glitzer, Glitzer, Glitzer. So. Da hinten ganz viele Seelen. Brauche ich. Aus Prinzip. So, was ist mit euch hier? Mommy, when's the prince gonna talk? The exorcists are coming too, right? I'm sure they will, dear. People are saying it's going to be a very important announcement about the Abbey. I want to see the exorcists! We need to thank them for saving us from the demons! You're right. We all have to show them our gratitude and help them however we can. Yeah, I'll follow the rules too. I won't be selfish. They sure are popular. Because these people don't know the truth. You think that's so? That the exorcists are fighting the demons they themselves cannot. That's why the people support the exorcists. Es ist ja auch nicht verwerflich, gegen das Böse zu kämpfen, aber wenn man das Böse quasi schon fast heraufbeschwört, ist halt blöd. Ja. Wenn wir nicht wissen würden, was dieses Opfer von den anderen beiden quasi gebracht hat. Listen to those cheers. The royals sure have these folks in line. Subjects, may I have your attention? It is I, Percival Asgard, Crown Prince of the Midgard Empire. His Majesty, my father, and I are pleased to celebrate with you on this auspicious day. The ceremony started. It'll be impossible to slip in now. After the opening 10 years ago, our kingdom faced an existential threat, both from demons and the terrible spread of demon blight. However, one man raised a miraculous sword and stood so that the body and soul of the land Over there. would not be You can lost. climb up if you want, but attacking now would And be the suicide. name of that man was Artorius Colbrand. None here, I trust, are unfamiliar with Artorius' noble act. To bring us salvation from demons, he sacrificed everything. But he's a murderer. He called Lord Inominat, one of the 5 Imperiums, and blessed us with the strength of the Malachim. But he's a murderer! Velvet! He
serves as a shining beacon of reason in this world of turmoil. And reason is what binds us. But you killed him. You took everything that I loved. So raise your voices in praise to Artorias' devoted work, to the Savior who purifies evil and guides our flock. Let us call him our shepherd. Der Hirte. Er trägt sogar ein hirtenähnliches Gewand. Even though the world was filled with suffering, I had to ask something tremendous of you all. I entrusted you to endure the pains of reason. I asked you to bind yourselves with shackles of your own will. For the only blade that can expel calamity is one forged from unshaking reason and the iron will to do what must be done. And now that very blade stands ready before all of us today. I offer my body and my life in service to the people of this great land. With the blessings of the Empyrean Innominat, I will guide you to a world without calamity. And this world's suffering will be nothing but a distant memory! But you're the one who murdered. Fool, they'll see us. You're the one who killed Laphicet. What? The shepherd Artorias. That's who you're after? Oh, and here I was hoping you'd just straight up pounce on him. That would be certain death. No. I need a sword of reason and will. That's the only thing that can kill him. Killing Lord Artorias. Playing it safe? Boring! Regrettably, it is at this juncture we go our separate ways. I've got a bit of hunting to do. No one's stopping you. Goodbye. Farewell! May your days be fruitful and your nights tormented! If our enemy's calling himself a shepherd, he won't be going into hiding. Let's take this slowly. The old man behind him. Melchior, I take it? Yeah. Let's gather information on these people. If we know what they're planning, we can find a weakness. They're the most powerful men in the land. If we're going to look into them, we need a lead first. Eisen, do you have any underworld contacts in the capital itself? Like your friend at the port? I don't go inland much, I'm afraid. But Eifried has close ties to a shadow guild. A tavern in the city, run by an old man called Baskerville, serves as a front for them. A shadow guild? Those sorts of things actually exist? That settles it. Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? Okay. Oh, Expedition ist schon wieder zurück, hä? Spiel schon eine halbe Stunde? Oh, fast, ja. Made a weird noise. That's another sign that you're alive. Okay. Dann machen wir mal ganz kurz hier Expedition. Ja. Nochmal auf Reise schicken. Beziehungsweise. Ja, doch, ja. Ja. Ich hatte gerade überlegt, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, aber ich glaube nicht. So, da stehen nur Soldaten und so ein alter Mann. Was haben wir hier? Nix. Oh.
The exorcists sure were out in full force to see the shepherd's inauguration, weren't they? What about that guy you're after? Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Nah, that's not his style. But I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah, he was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured, and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about 2 finger widths below the navel. Even when he appears to be in a state of total peace, his guard is never down. He's a formidable adversary. And I think I know why my target has placed himself at Artorias' side. Because now I want to take Artorias down too. Okay. Ich werde mal Glitzer einsammeln. So. Und dann mal schauen, wo und wie ich hier hin soll. Hier sind wir ja quasi gerade gewesen. Um dann hier auf den Turm hochzuspringen. Schade, dass hier diese Einkerbungen, die Velvet hier hinterlassen hat, tatsächlich nicht nachträglich hier noch weiterhin drin sind. Das wäre eigentlich so ein nettes Detail einfach gewesen. Aber gut. Hätte jetzt auch nichts weiter dazu beigetragen. Es wäre halt einfach nur ein Detail gewesen. So. Ist noch was? Ein Schwert der Vernunft und des Willens. Gewiss wird es gegen die Dämonen wirken, aber es wird auch gegen jeden, sich gegen jeden wenden, der ihre Ordnung stört. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Jo. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Ist ja auch kein grünes Symbol oben auf der Karte. So. Sind die mit ihrer Parade da jetzt vorbei oder wie ist das jetzt? Ja, es sieht ganz danach aus. Shepherd, savior of mankind who guides us through the darkness. What an appropriate title for Lord Artorias. I believe in him. As long as we have Shepherd Artorias, we'll make it through this era of disaster. Shepherd Artorias? How pompous can you get? Artorias has already seized control of all religious and secular power in Midgand. But now that he's taken on this new title, he's no longer just an authority figure. He's become the very hope of the masses. A dangerous opponent indeed. After seeing that, will you still fight him? Of course I will. He could be a god for all I care. I'll have my vengeance. No matter what. Sie ist sehr zuversichtlich. Und was bleibt nach der Rache? Wahrscheinlich nichts. Oh, guck mal, da hinten liegt auch noch was. Hier liegt einfach überall und ständig irgendwas. Wahnsinn. Das nehme ich mit. Was? Zerstören, zurücklassen. Zurücklassen. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal anfangen, hier meine Kupfermünzen zu verkaufen, ja? Verkaufen. Na, brauche ich die noch für irgendwas? Aber ich glaube eigentlich nicht. Warte. So. Wow, 500 Geld. Das lohnt sich ja richtig. Bei den Silbermünzen sieht das schon anders aus. Aber auch nur vom aktuellen Zustand aus gesehen. Später wahrscheinlich auch so gar nicht. So. Ein einfacher Anhänger. Toll. Dann sind wieder Seelen gespawnt. Die nehme ich mit. Moins, 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 moins. So, dann können wir jetzt vielleicht da hinten durch. Genau, weil die... Ja, nicht Zeremonie, aber Parade vorbei ist. Und dann können wir mal gucken, was uns da hinten erwartet. Vielleicht. Eventuell. Ein großes Schloss. Oder eine Abtei oder so was. Aber was genau hier irgendwie stattfindet, gucken wir uns an in der nächsten Folge von Tales of Berseria. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.